bin's, Timo von Waldkult. Heute wollen wir uns mal die Feuerzeuge wieder angucken. Es ist ein Monat vergangen. Wie ich schon gesehen habe, hat hier jemand rumgewühlt und die Feuerzeuge freigelegt. Ich vermute mal ein Hund oder Wild wird es gewesen sein. Ja, also waren die Feuerzeuge ein Teil der Zeit nicht ganz bedeckt von Blättern. Das heißt, der Witterung voll ausgesetzt. Und ja, mal gucken, ob sie noch funktionieren. So. So lagen die hier rum. So offen. Also. Das erste ist total verdreckt. Probieren wir es mal aus. Ja, das funktioniert noch. Einwandfrei. Rost hat noch nicht angesetzt soweit. Doch, hier oben ist minimaler Rost zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber sonst funktioniert das noch. Wunderbar. So, das zweite. Als zweites nehmen wir mal das Elektrofeuerzeug. Ist auch ein wenig dreckig, aber funktioniert einwandfrei. Im ersten Versuch. Jetzt das Big Feuerzeug. Ist leicht angerostet, die Kappe. Erstmal den ganzen Dreck raus. Funktioniert auch noch einwandfrei, wie ihr sehen könnt. Nach einem Monat Wald. Unglaublich. So. Und jetzt das elektrische Feuerzeug von Teddy. Wie ihr sehen könnt, ist da etwas Feuchtigkeit reingekommen. Aber auch dieses funktioniert noch. Einwandfrei. Gut. Ich werde die Feuerzeuge hier mal reinlegen. Alle haben nach wie vor noch super funktioniert. Und werde sie noch einen Monat liegen lassen. Und mal gucken, was dann passiert. Ja, wie man hier sehen kann, haben alle Feuerzeuge einwandfrei funktioniert. Was nach einem Monat stetiger Belastung durch Eis, Schnee, Regen, Frost, Extremwitterungsbedingungen schon sehr erstaunlich ist. Ich lasse das Ganze jetzt noch einen Monat. Ja, bald kommt der Sommer. Mal gucken, was da noch alles auf uns zukommt. Auf jeden Fall wird der Rost stark zunehmen, denke ich, da es in dieser Jahreszeit noch viele Regenfälle geben kann und wird. Bleibt gespannt, wir sehen uns zu diesem Thema in einem Monat. Bis bald im Wald.